Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe euch ja im Video gestern bereits gezeigt, dass es anscheinend wohl neue Pilzpakete geben wird. Und da haben wir das erste Mal gestern das 250-Euro-Paket gesehen. Und das war schon ganz schön der Hammer. Auf jeden Fall, als wäre man in einem Werkzeugladen. Aber es geht noch weiter. Und zwar, es sind noch mehr Bilder aufgeploppt. Ich persönlich habe die Bilder nicht. Ich weiß auch nicht, wo die Leute das her haben. Ich habe nochmal rumgefragt. Mir wurde gesagt, dass in einigen Webshops die Leute schon diese Angebote haben. Bei einigen ist es aber noch nicht. In meinen Webshops auf allen Accounts, die ich besitze, habe ich schon nachgeschaut. Bisher habe ich noch nirgendwo was gefunden. Aber das Ding muss ja anscheinend irgendwo bei den Leuten schon da sein. Schreibt mal gerne rein, ob es bei euch schon im Webshop verfügbar ist oder nicht. Bei mir ist es zumindest noch nicht der Fall. Deswegen sind das nur Screenshots, sage ich mal, die ich euch jetzt hier zeige. Auf jeden Fall haben wir hier ein neues Bild und das lässt noch Rätsel offen, sage ich mal so. Ne? Denn wir haben ein weiteres Paket, was noch höher ist als das, was gestern bereits schon schon komplett den Rahmen gesprengt hat für den einen oder anderen, für mich persönlich auch, aber es geht tatsächlich noch weiter und zwar haben wir hier das 500 Euro, ich kann das gar nicht aussprechen, Digga, wir haben dann einfach hier das 500 Euro Paket, 15.000 Pilze, ja. Ich meine, das ist schon, ich musste bei dem Schwimmbecken hier schon lachen, weil es ja so unglaublich heftig ist, was das hier für Dimensionen anscheinend annimmt. Aber wir haben dann hier einfach nochmal das Doppelte von dem, was wir gestern gesehen haben. Und ihr erinnert euch an den Screenshot, der hier gewesen ist. Der lässt jetzt natürlich einige Rätsel offen. Ne? Der ein oder andere mag vielleicht vermuten, ein Bild fehlt hier ja noch. Wir haben hier einen 250er, einen 500er. Eventuell könnte das hier ein 1000 Euro Paket sein. Ich weiß es nicht, sind nur Mutmaßungen, aber wäre irgendwo logisch, sag ich mal. Ne? Also wahrscheinlich ein 1000 Euro Paket für 30.000 Pilze. Also das ist absolut krank, muss ich mal so sagen. Und aber ich sag mal, ich verstehe es irgendwo, ob jetzt die Pakete da sind oder nicht. Es schadet jetzt uns nicht weiter so. Es ist für die kompletten Übertreiber, sag ich mal, die zu Serverstarts ein halbes Einfamilienhaus oder einen Kleinwagen oder was weiß ich da reinstecken. Und ja, die Leute gibt's. Und wahrscheinlich wird denen damit ein bisschen entgegengekommen, so, dass man sagt, okay, dass anstatt du jetzt hier irgendwie 100 mal 100 Euro auflädst, hier, dann lad doch gleich 1000 auf. So, ne? Dann nehmen wir hier dir ein bisschen Arbeit ab. Ne? Also das ist schon, das ist schon wirklich heftig. Und ich hatte ja gestern eine sehr eingefleischte Meinung gehabt dazu, dass, wenn die Pakete sich vom Preis her so steigern sollten, dann sollten auch die Pilze mit gesteigert werden. So, das war ja gestern meine Meinung gewesen so, ne? Weil bisher jedes Paket, umso teurer es wurde, umso mehr Pilze hat man bekommen. So, das hat für einige Fürspruch gesorgt bei euch in den Kommentaren. Ich habe mir die ja durchgelesen. Andere waren da auch dagegen und haben dann gesagt, nee, ich finde es eigentlich ganz gut so, dass die Pilze nicht mit den Preisen ansteigen. Und jetzt, wo ich das 500 Euro Paket sehe und jetzt wahrscheinlich nochmal das 1000 Euro Paket vielleicht kommen könnte, ja, dann bin ich tatsächlich auch ins Überlegen gekommen und sag mir so, okay, ich kann jetzt irgendwo auch beide Seiten verstehen. Ich verstehe die Leute, die sagen, sie finden es ganz in Ordnung. Fuck. Goldgrube abgeholt. Gut, wir haben es jetzt gerade eine halbe Stunde nach 14 Uhr, holt die Goldgrube nicht ab, morgen ist Gold-Event. Also ich kann die Leute verstehen, die sagen, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, dass ich mehr Pilze bekomme, umso mehr Geld ich ausgebe, weil es ja bisher bis zum 100-Euro-Paket sich auch immer so gesteigert hat. Auf der anderen Seite, und
den Punkt kann ich halt auch komplett nachvollziehen, weil mir der auch ein paar Mal geschrieben worden ist. Und an den habe ich auch gestern gar nicht so gedacht, als ich das erzählt hatte. Umso höher die Pakete werden und umso mehr Pilze man quasi für das Geld bekommt, ne, umso höher ist natürlich dann auch die Vermutung, sich reinbaiten zu lassen, beziehungsweise sich halt verleiten zu lassen, eben das größere Paket nehmen zu wollen. So, ne? Klar, es zwingt dich natürlich keiner, deine 100 Euro weiterhin aufzuladen und deine 20% und deine 30 Pilze pro Euro zu bekommen. Zwingt dich natürlich keiner. Aber jetzt hat man wieder das große Aber im Kopf. Man muss halt auch daran denken, jetzt die Leute, die jetzt für 250 Euro oder für 500 Euro oder in Zukunft vielleicht für 1000 Euro aufladen, die bekommen ja dann noch mehr Pilze als ich. Und dann ist die Überlegung natürlich da, noch mehr Geld in das Spiel zu stecken. Und das wiederum begrüße ich dann wieder nicht so, muss ich sagen. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat hier jetzt irgendwie ein 1000-Euro-Paket und das 1000-Euro-Paket ist in Preis-Leistung-Verhältnis das Beste. Das suggeriert einen ja unterschwellig quasi, dass man das nehmen muss. Ansonsten hat man irgendwo so einen Verlustgedanken, man verpasst irgendwie was oder so. Ich glaube, da gibt es auch einen Begriff für oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall feiere ich das dann wiederum nicht so. Ne? Bis zum 100-Euro-Paket ist es vielleicht noch okay, dass man sagen kann, ja, bis dahin ist die Steigerung irgendwie gerechtfertigt. Alles andere darüber hinaus sind schon, weil das ist schon 150 Euro mehr, sag ich mal, zum 250-Paket und dann nochmal 250 Euro mehr zum 500er-Paket. Das sind schon wirklich kleine Investments, über die wir hier gerade reden und wo man überlegen muss, okay, investiere ich jetzt 1000 Euro, also wirklich, das sind Summen für ein Browser-Game, sag ich mal so, ne? Aber ihr kennt da ja meine Meinung zu, leben und leben lassen, ja? Lasst die Leute ihr Geld ausgeben für das Spiel, wenn sie daran Spaß haben, bitteschön. Ich bin der Letzte, der sagt hier, ey, du verpulverst gerade dein Geld. Ja, solange das jeder für sich unter Kontrolle hat. Ne? Wir hatten da schon zigtausende Male die Themen dazu, leben und leben lassen. Wir hatten sogar eine Stunde Video zum Thema auch Sucht, damals mit Melendez und Derafin gehabt. Also wir haben uns dem Thema schon wirklich gewidmet. Leben und leben lassen und das Suchtthema hier auch in SF und so und das Thema Geld ausgeben etc. pp. Ne? Also da sollten wir wirklich auch alle jetzt mittlerweile drüber stehen, dass man das vielleicht irgendwie, okay, man kann es beäugen so, boah, der gibt aber viel aus, aber nicht schlecht reden oder so. Wenn die Leute das selbst einschätzen können, dann lass ich das machen. Ist halt eben jetzt nur das Ding, die Leute, die halt eben jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen, beziehungsweise halt nicht diese Summen im vierstelligen Bereich ausgeben wollen, die werden wahrscheinlich auch nicht so ein 1000-Euro-Paket nehmen wollen, haben dafür aber halt oder verpassen dafür das Preis-Leistungs-verhältnismäßig beste Paket. So, ne? Also jetzt, um mal so meine Meinung irgendwie dazu einfließen zu lassen, ich war gestern wirklich stark dafür, dass man sagt, ja, man bekommt hier mehr für sein Geld. Auf der anderen Seite, jetzt, wo ich sehe, in welche Dimension das driften könnte, muss ich sagen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass vielleicht die Pilze dann auch so bleiben. Ansonsten hat man eben diesen Verlustgedanken, dass man eben nicht das beste Paket sich kauft. Und das ist halt eben, das könnte den einen oder anderen dazu baiten, sich doch ein teureres Paket zu holen, obwohl das vielleicht gar nicht vorhatte. So, ne? Man muss dazu natürlich auch sagen, okay, man muss wirklich ein Mensch sein, der wirklich über sich selbst im Klaren ist und sich beherrschen kann, weil wenn du jetzt dir vornimmst, sagen wir mal jetzt angenommen, es kommt jetzt der Black Friday und da kannst du für 33% aufladen und du holst dir jetzt so ein 500-Euro-Paket als Beispiel, dann musst du dir wirklich im Klaren sein, dass diese 500 Euro wahrscheinlich für die nächsten Jahre eventuell halten soll. Und ich weiß natürlich auch, dass viele Leute das halt auch nicht können. Und die Pilze, die auf dem Konto sind, die haben dann das Verlangen, dass die halt eben weg müssen oder die können damit nicht haushalten oder wenn die das sehen, dann lassen die sich vom Legendary Dungeon reinbaiten und dann geben sie vielleicht mehr aus, als sie wollten und das sprengt dann vielleicht ihr Kontingent oder so, weil wenn die Pilze erstmal einmal drauf sind, dann sind sie drauf. So. Und wenn sie Pilze leer sind, dann muss man sich immer noch mal überlegen, okay, lade ich jetzt nochmal auf
oder widerspricht das jetzt gerade hier mein Kontingent? So, ne? Und das ist halt eben natürlich der große Punkt an der Sache. Auf der anderen Seite kann ich das irgendwo auch so marketingtechnisch nicht ganz nachvollziehen, diese Entscheidungen zu treffen, weil wenn man das Ganze mal jetzt auf die App-Käufe betrachtet, ne? Wenn ihr jetzt im Play Store geht und euch jetzt eine App downloadet oder so, wenn die jetzt Free-to-Play ist als Beispiel, dann seht ihr da vielleicht Ingame-Käufe möglich von, sagen wir mal, 2 oder 3 Euro bis hin zu maximal 100 Euro. So war es ja bisher gewesen bei Shakes & Fidget. Und wenn man jetzt als Neuspieler quasi jetzt das Game entdeckt und sich das so durchliest und sagt, okay, Ingame-Käufe möglich von, ja, ich weiß nicht, was der niedrigste Preis ist, 3 Euro bis hin zu 1000 Euro, dann ist das erstmal schon so ein oh, was, Alter, du kannst hier irgendwie bis zu 1000 Euro Ingame-Käufe machen, will ich das überhaupt spielen? Ist so die Frage, die ich mir dann stelle, an der Stelle. Ja? Also das ist dann so, das könnte ja auch vielleicht den einen oder anderen abschrecken, der dann so denkt, okay, ja, ey, wenn ich hier das Geld in das Spiel investieren muss, dann will ich das irgendwie erst auch gar nicht anfangen zu spielen irgendwie. Was ja schon eigentlich der komplett falsche Ansatz ist, weil das Game, das Game kann ja auch Free-to-Play Spaß machen. Wir hatten ja mal eine Umfrage gemacht und es ist ja wirklich nur ein etwas kleinerer Teil, sag ich mal, der pilzt, so, also der bezahlt für das Spiel. Sau viele Leute spielen das Spiel auch komplett kostenlos, ne? Und haben da auch ihren Spaß bei und haben auch extrem krasse Accounts. Ich erinnere nur an Basi, der einen Stufe 600er Account komplett Free-to-Play hat, ne? Also 600 plus sogar, ne? Also alles ist möglich so, ne? Man kann auch Spaß haben. So. Es ist nicht nur Shakes & Fidget, es ist auch das Drumherum. Wenn man erstmal einmal in dieser Community zum Beispiel gelandet ist oder in der Bubble irgendwie von SF und so, ne? Man connectet sich mit Leuten, man hat seine Gilde, man kann sich austauschen, man hängt vielleicht auf einem Discord-Server zusammen, es entstehen Freundschaften, es ist ja viel mehr, wenn man in diesem Game tiefer eintaucht, als es oberflächlich erstmal so den Anschein hat, ne? Es ist nur ein Browser-Game so, ne? Deswegen kann das halt eben Leute auch auf den ersten Blick irgendwo so ein bisschen abschrecken. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne eure Meinung dazu wissen, was ihr davon haltet und lest mir das natürlich auch wie immer jeden Tag durch und bin da sehr gespannt auf euer Feedback dazu und mal gucken, ob dann auch das 1000 Euro Paket dann jetzt die Tage irgendwann auch kommen wird. Wie gesagt, bei mir im Webshop ist momentan zumindest noch gar nichts. Ne? Wie sieht es da bei euch aus? Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.